herzlich willkommen. Ich möchte euch heute in die Gewahrseinspraxis, die Meditation mit dem Atem einführen. Das ist eine alte Tradition, die in der buddhistischen Übertragung schon auf vor 2500 Jahren zurückdatiert wird. Es ist vielleicht die erste geleitete Meditation, von der die Welt weiß. Vor 2500 Jahren hat der Buddha einmal all seine Schüler zusammengerufen, und zwar mit Ankündigung. Er hat gesagt, am nächsten Vollmond, bitte lasst uns zusammenkommen, ich möchte euch etwas erklären. Und dann hat er sich hingesetzt und hat all die anderen Praktiken erwähnt, die seine Schüler und Schülerinnen bereits geübt haben. Und dann sagt er, ja, und es gibt eine Praxis, die das alles zusammenfasst, und das ist das Entwickeln oder Kultivieren von Gewahrsein mit dem Atem. Und das Ganze fand in einer Vollmondnacht statt, wo sich alles beruhigt hatte. Ihr könnt euch vorstellen, der Buddha sitzt, umgeben von seinen engen Schülern und Schülerinnen, und beginnt sie durch die Praxis hindurchzuleiten. Und er nimmt während der Praxis Bezug auf 4 Stufen des Kultivierens von Gewahrsein und sagt, ja, wir werden jetzt alles mit dem Atem machen, aber es geht um dieselben 4 Stufen der Praxis, um die es immer geht. Zunächst geht es darum, mit dem Körper vertraut zu werden. Er nannte das die körperlichen Gestaltungen, alles, was wir da so erleben können. Dann gehen wir in die sogenannten geistigen Gestaltungen. Das sind all die Geistesbewegungen, die mit den äußeren Sinnen zu tun haben. Also mit dem Körper fühlen, hören, sehen, riechen, schmecken. Und der sogenannte 6. Sinn, was eigentlich all die Gedanken und Emotionen sind. Also all das, was sich in uns an Impulsen zeigt, an Eindrücken, an Erinnerungen und so weiter. Auch das kommentierende Denken gehört dazu. Das wäre der zweite Teil. Der dritte Teil ist dann eine subtilere Wahrnehmung jenseits der oder hinter den Geistesbewegungen. Wie fühle ich mich eigentlich? Was für eine Stimmung ist gerade spürbar? So ein Gestimmtsein, ist der Geist weit, ist er eng, ist er eher traurig, ist er freudig? Und dieses fein nuancierte Hinfühlen, immer verbunden mit dem Entspannen, mit dem zur Ruhe kommen, dem sich sammeln lassen des Geistes, führt dann dazu natürlich, dass man allmählich klarer wird. Und dann kommt als 4. Stufe oder Sequenz kommt das Hineinschauen in die zu beobachtenden Gesetzmäßigkeiten. Also die Zusammenhänge, die wir entdecken können. Wenn ich mich entspanne zum Beispiel, ich nicht mehr so identifiziert bin, dann wird der Geist ruhiger und klarer. Wenn ich wieder greife, wenn ich identifiziert bin, zum Beispiel wenn ich jetzt völlig aufgeregt wäre, weil ich ein gutes Video drehen möchte, dann Anspannung, Enge, Geist wird wieder verschleiert, wie man so sagt. Und diese Zusammenhänge, welche Haltung zu welchen Auswirkungen führt, welche innere Ausrichtung, welche Motivation zu welchen inneren Veränderungen führt, Ursachen von Leid, Ursachen von Freude und so weiter. Das nennt man alles das 4., das Untersuchen von den Gesetzmäßigkeiten. Der Buddha hat dafür einfach den Ausdruck Dharmas benutzt. Das Untersuchen der Dharmas waren so die Zusammenhänge. Und eigentlich geht es ihm um den einen großen Dharma, und zwar wäre das die Befreiung. Ja, wie finden wir durch solch eine Gewahrseinspraxis mit dem Atem in befreitere und wachere Geisteszustände bis hin zum vollkommenen Erwachen. Aber davon kann ich euch auch nicht viel erzählen. Also wir gehen auf jeden Fall mal Schritte in das Erwachen oder Schritte des Erwachens. Und wir werden das in
4 weiteren kleinen Videos miteinander üben. Diese Videos sind für die Meditation gedacht, während das jetzt so die Einführung ist. Und tatsächlich beschreibt der Buddha 16 Schritte. Das heißt, jeder dieser vier Stufen, jeder hat 4 Schritte. Und die gebe ich euch jetzt noch in der Einführung, denn ich werde nachher improvisieren und vielleicht nicht so ganz präzise diese 4 Schritte aufzählen. In der Kernpassage dieser Unterweisung sagt der Buddha Folgendes: Wie entfalten und üben wir Gewahrsein mit dem Atem? Nun, wir gehen in den Wald zum Fuße eines Baumes oder in eine leere Hütte, setzen uns nieder und kreuzen die Beine. Den Oberkörper aufrecht haltend verankern wir die Achtsamkeit vor uns. Achtsam atmen wir dann ein und achtsam atmen wir aus. Für uns hier heute bedeutet das, wir können, so wie ich auch, auf dem Sofa sitzen. Wir können diese Praxis durchaus auch angelehnt üben. Wir können auf einem Stuhl sitzen. Was es dafür braucht, ist, dass wir möglichst ungestört sein können für die Dauer dieser Praxis. Es empfiehlt sich, eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Und ihr seht vielleicht, ich kann so ein bisschen rotieren, das heißt, der Körper ist in alle Richtungen beweglich. Und diese Beweglichkeit, die ist gut, die ist sehr gewünscht, denn dadurch blockieren wir nicht den inneren Energiefluss. Das heißt, der Atem kann unseren Körper so sanft massieren und in sanfte Schwingungen versetzen. Die Augen sind einfach vor uns irgendwo gerichtet, nicht auf etwas, sondern sammeln sich dort, wo sie hinfallen, meistens etwas abwärts und dürfen sich aber auch heben. Wichtig ist, dass wir uns mit gar nichts beschäftigen, was in unserem Gesichtsfeld liegt. Wir dürfen die Augen schließen. Später, wenn wir das Sehen hinzunehmen, öffnen sie sich wieder, aber sie dürfen sich zwischendurch auch mal wieder schließen. Und dann geht der Buddha durch diese Serie der 16 Schritte. Und es ist immer verbunden mit Einatmen und Ausatmen. Dieselbe Instruktion. Lang einatmend weiß ich atme lang ein. Lang ausatmend weiß ich atme lang aus. Kurz einatmend weiß ich atme kurz ein. Kurz ausatmen, weiß ich atme kurz aus. Und so geht das durch den ganzen Text, immer verbunden mit dem Ein- und Ausatmen. Wobei dann der Buddha uns allmählich dahin führt, den ganzen Körper zu erleben, den ganzen atmenden Körper. Das geht bis zu den Zehenspitzen und bis zum Scheitel. Dann beruhigen wir die körperlichen Gestalten, das heißt, wir lassen den Körper zur Ruhe kommen. Das wären die ersten 4 Schritte. Dann wenden wir uns für eine Weile dem Entwickeln von Freude zu. Das ist körperliche Freude gemeint, ein Wohlgefühl im Körper. Dann richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, dass diese Entspannung tatsächlich uns auch glücklich macht. Also wir erleben Glück. Dann erleben wir die geistigen Gestaltungen, also all das, was in uns vor sich geht. All die Geistesbewegungen, das Denken, entspannen uns damit und beruhigen so die geistigen Gestaltungen. Das wäre die 8. Stufe. Und dann die 8. Schritt. Und dann gehen wir hinüber in die nächsten 4 Schritte, wo wir uns dem Geist selbst zuwenden, seiner Gestimmtheit. Einatmend und ausatmend erleben wir den Geist, einatmend und ausatmend erfreuen wir den Geist. Erfreuen tun wir ihn immer durch Entspannung, durch ein möglichst gelöstes Sein. Und dann lassen wir den Geist sich sammeln, indem wir immer offener werden, immer weniger greifen und wir befreien den Geist auch noch von allem Greifen nach dieser Ruhe und Klarheit, die sich da einstellen. Das wäre die 3. Vierergruppe. Und
Und wenn wir uns um die Gesetzmäßigkeiten kümmern, dann wenden wir den Blick jetzt in dieser Sequenz auf die Unbeständigkeit, so wie es der Buddha damals angeregt hat, auf den Wandel und werden ganz eins mit diesem Wandel, diesem dynamischen Geschehen, sehen darin, wie wir immer weniger greifen. Wir sehen das Nachlassen des Greifens, das Nachlassen des Anhaftens. Und wenn wir wirklich gar nicht mehr greifen, dann sehen wir das Aufhören von all dieser Anspannung, die mit dem unnötigen Greifen einhergeht. Und schließlich, einatmend und ausatmend, verweilen wir in völliger Gelöstheit. Das wären so die 16 Schritte. Also ich danke euch schon mal fürs Zuschauen, Zuhören und gehe mit euch jetzt im nächsten Video in die Praxis hinein. Und wir machen in jedem dieser kommenden Videos 4 Schritte. Also, vielen Dank, bis gleich.